Weihnachtspost für dich, 24 Karten im Advent. Heute gibt es ein weiteres One Sheet Wonder und zwar ein 12×12 Inch Designerpapier. Daraus entstehen insgesamt 12 Weihnachtskarten. Also bleib dran und sei gespannt. Hier geht's gleich los. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und wir sind mittendrin in meiner Reihe Weihnachtspost für dich, 24 Karten im Advent. Du kannst eine meiner Weihnachtskarten gewinnen, indem du unter den Videos kommentierst. Wie das geht, habe ich auch nochmal genau erklärt. Verlinke ich das Video zum Erklären auch gleich nochmal hier oben. Ja, und es geht eigentlich gleich los, weil es ist ein Mammutprojekt heute. Es ist ein Designerpapier in 12×12 Inch, daraus sollen 12 Karten entstehen und ich habe mir das vorher schon mal ein bisschen vorbereitet und ausprobiert und ich sag mal so, ich glaube, ich brauche 2 Videos dafür. Also nicht wundern, in der Hälfte wird es dann einfach unterbrochen und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Ich zeige mal die ersten 6 Karten, beziehungsweise das hier sind die zweiten 6. Was ist das? Zum Beispiel so. Und hier drüben sind die anderen Karten. Da zeige ich dir mal nur die erste. Also nicht so, dass es nur einfache Karten sind, sondern auch ein bisschen was zum Hinstellen und zum Dranziehen oder ja, ein bisschen was Besonderes an Kartenformen. Ich denke, wir fangen gleich an. Ich habe schon mal mein One Sheet Wonder, was ich mir mal entworfen habe, gezeigt mit verschiedenen Karten. Heute sind es also diese Weihnachtskarten. Das Besondere ist, ich will dir mal zeigen, wie ich mir das Kleben erspare. Du weißt ja, Flüssigkleber ist nicht so ganz meins. Ich würde heute mit den Klebebögen arbeiten und nehme da hier schon mal gleich 2 aus der Packung. Ich habe das mal durchgerechnet, habe mir gesagt, aus einem Designerpapier und ein bisschen Farbkarton entstehen 12 Karten. Dann kann ich auch noch pro Blatt Klebebogen 1 Euro, kostet das, 2 Euro ausgeben für eine schnelle Kleberei. Und das bereiten wir uns dann schon gleich mal vor. Ich nehme nochmal diese Seite vom Designerpapier, drehe das um und baue mir hier hinten die Klebebögen drauf. Wie das geht, habe ich ja schon öfter gezeigt. Entweder du ziehst gleich alle Streifen ab oder machst das der Reihe nach. Ich ziehe jetzt hier mal 2 Streifen ab, lege das hier auf und schaue, dass ich das gut positioniere. So gerade wie möglich, kennen wir ja schon, streiche oben fest. Ziehe diese letzte Klebeschicht ab und habe den halben Bogen schon mal fixiert. Drehe das Ganze um und mache das mit der anderen Seite auch. Lässt sich übrigens wunderbar einsetzen, diese Folie, wenn es darum geht. Ja. Und die Augen auf, nicht so viel plaudern hier. Wenn es darum geht, Stanzteile, filigrane, ich drehe es doch nochmal um, filigrane Stanzteile aufzukleben. Bei den Zahlen vom Adventskalender ja auch schon gezeigt. Macht sich einfach prima, ist eine schnelle Sache. Jo, nur gucken wir mal, wie wir das hier fertig kriegen. Ja, nicht reißen. Schön gechillt abziehen. Das hier ein bisschen hektisch wirkt, dann liegt das daran, dass heute wirklich eine absolute Konzentrationsnummer für mich ist. Ich rakel das nochmal, so heißt das eigentlich. Streiche das also nochmal richtig fest, dass der Klebstoff von der Trägerfolie sich ganz fest mit dem Papier verbindet. Das ist wichtiger, als man denkt, weil nichts ist schlimmer, als wenn man dann nachher die Schutzfolie abzieht und dabei den ganzen Klebstoff mit entfernt. So, das haben wir. Gut, jetzt kommt der Papierschneider zum Einsatz und meine Schablone. Und zwar schneide ich zuallererst einen Streifen von 14 cm von meinem Element hier. 14 cm, genau anlegen, oben und unten und abschneiden. Wichtig, dass wir wirklich genau schneiden. Dann schneide ich davon quer angelegt, einmal 10 cm. Es gibt auch einen Blogbeitrag, wo das alles ganz genau geschrieben ist. Noch einmal 10 cm und einmal 7,5 cm. So, dann bleibt dieses Stück übrig, brauchen wir auch. Das ist die erste Serie, erste Reihe. Dann nehmen wir unser langes Stück wieder und legen es jetzt so ein, dass wir uns bei 9,5
die nächste Linie abschneiden, also das nächste Stück abschneiden. 9,5. Das erste Feld ist 13,5. Dann haben wir ein Feld nochmal 13,5. Ja, kannst du dir natürlich selber entwerfen, wie dir das passt, und unten bleibt ein Stück übrig von 3,5. Das letzte Stück, da schneiden wir uns einen Streifen ab von 14,5. Den halbieren wir. Das letzte Stück ist 7 cm breit bei 3,5. Ja, passt ja. Oh. Also die zwei Teile hier unten. Und dann brauchen wir das nächste Stück, schneiden wir ein Stück ab bei 10 cm. Und im besten Fall bleibt hier oben, mal schauen, ob wir falsch gemacht haben, passt ein Stück von 6 mal 7 cm übrig. Das ist das da ganz oben, siehst du? So, jetzt könnten wir die alle nochmal auflegen, machen wir auch. Das hier siehst du, ist eine Diagonale drin. Okay. So, ziehe ich gleich nochmal rüber. Haben wir hier. Ja, und du siehst schon, das sind 12 Karten. Ich gehe heute mal ab von meinem Muster, wie ich die letzten gemacht habe. Und zwar werde ich aus dieser Diagonalen hier oben, teile ich später, eine Karte machen. Das bedeutet, ich brauche ein anderes Feld, aus dem ich 2 mache. Habe ich vorher jetzt lange ausgerechnet. Das hat wirklich gedauert. Der Kopf ist noch nicht so ganz fit, wie er denkt. Ich nehme heute Elemente für 6 Karten, und zwar dieses hier unten für die erste, für die zweite, dieses hier für die dritte, das hier oben für die vierte und dieses Element, ich lasse das mal so drauf liegen, dieses nehme ich für die 5. und 6. Lege ich schon mal so hin, lasse ich mir die auch in der Reihenfolge hinlegen, also 5, 6, 4, 3, 2, 1 und dieses packe ich beiseite. Nichts verloren geht und da sind wir wieder. Okay, und dann kann es eigentlich losgehen. Jo, ich mache das so, dass ich die Karten immer einzeln zeige und dir dabei die Maße auch sage. Wenn ich es schaffe, ich habe hier im Moment ein kleines Zeitproblem, irgendwie habe ich mich ein bisschen verplant dieses Jahr. Das sind zu viele Sachen, die ich am Laufen habe. Konnte denn das passieren? Ja, mache ich auch einen Blogbeitrag, wo nochmal die Maße draufsteht. Ansonsten das Video einfach nochmal anhören. Okay, also die erste Karte sieht so aus, kann man so hinstellen. Finde ich mal eine ganz nette Sache. Also sonst hat sie natürlich auch immer gestanden. Jetzt hier auch Karten können den Vorführeffekt. Okay, sie steht aber. Ich habe dafür schon mal vorbereitet. Wir haben dieses eine Element. Passt hier vorne drauf. Wir wissen ja, das hat die Maße 10 mal 14 cm. Passt also perfekt drauf. Auf die Rückseite würde ich meinen Farbkarton zum Schreiben nehmen. Also hier hin. Klebe ich auch gleich mal auf. Ja, das war der Sache mit dem Klebstoff. Moment. Text klebe ich also gleich mal auf. Packe ich schön hier innen rein und dann sage ich dir, wie ich dieses Element gefalzt habe. So. Das ist aus einem A4-Blatt, bekommst du da 2 Karten. Meine Karten haben alle am Ende die Größe 14,5 mal 10,5 cm. Also habe ich einen Streifen, der ist 21 cm und 14,5 cm in der Höhe. Ich habe ihn gefalzt, an der langen Seite eingelegt, und zwar gefalzt bei 3 cm und bei 5,2 cm. Und das habe ich auf der anderen Seite auch gemacht, bei 3 cm und bei 5,2 cm. Dann ziehe ich die Falzlinien nach. Und diese Karte steht perfekt und liegt so, und hier kommt das Element drauf. Jetzt hat man noch folgendes Problem. Ich habe im Moment nicht das tolle, neue, goldene Band hier von Stampin' Up. Dafür nehme ich jetzt ein älteres. Aber das sollte dich nicht stören. Ich meine, am Band wird es nicht hängen. Vielleicht hast du ja das tolle goldene oder möchtest es dir bestellen. Frag mich einfach. Meins war gerade alle. Okay, wir haben hier die Klebefolie. Das heißt, hinten klebt das schon mal super. Hier vorne setze ich mir jetzt einfach noch ein Stück doppelseitiges Abreißklebeband drauf, wo ich gleich mein Element aufklebe, mein Bändchen.
so dass oben und unten was übrig ist. Setze das gerade auf. Ziehe hinten jetzt meine Schutzfolie ab. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Klebstoff bleibt. Macht sich ein Glück. So, jetzt muss ich natürlich vorher die Ecken hier umknicken. Gucken, dass ich nicht so viel Klebepunkte an die Finger bekomme. Und dann wird das Ganze hier drauf gesetzt. So. Mattung überall schön vermitteln. Das passt schon mal ganz gut. So sitzt das. Dann habe ich mir noch ein paar Stanzteile vorbereitet. Hier ist das Element, das würde ich hier draufsetzen. Für dieses Stück habe ich hier tatsächlich noch so einen Zweig gestanzt und eine Schleife schon fertig. Die klebe ich ganz gerne mit den Klebepunkten auf. Meistens 2 drauf, dann wackelt die nicht so. Vorher setze ich hier den Zweig noch drunter. Der sitzt so ein bisschen da. Genau. Hier stempeln wir was drauf und dafür habe ich dann mal gedacht, so klingt Weihnachten, passt perfekt. Stille Nacht passt auch. Nehmen wir also die Stille Nacht. Stempelblock. Ich stempel heute in Lodengrün das meiste. Und dann gucken wir mal, hoffen, dass das gleich funktioniert. Denn ich weiß ja, wie es geht. Perfekt, sage ich nur. Einmal putzen und dann zurück. Ja, ich werde dir wahrscheinlich nicht immer alle Arbeitsschritte zeigen, weil das Video wird so schon sehr lang und es gibt ja schon 2 Teile. Und manchmal verabschiedet sich meine Technik, wenn das einfach zu viel Datenkrams ist. Du weißt schon, was ich meine. Datenkrams ist auch schön. Also wenn das einfach zu viel Material ist, was hier so vor sich hin. So, das sieht so aus. Und hier kommt die Schleife drauf. Machen wir mal so, oder? Immer die Beinchen von der Schleife. Setzen wir nach unten. Wir wollen ja auch die Stille Nacht lesen. So. So, wunderbar. Erste Karte ist fertig. Maße packe ich mir hier rein. Dann kann ich die dir später weitergeben. Also, Karte Nummer 1. Packen wir dahin. Karte Nummer 2 habe ich mir gedacht, einfach kann ja jeder. An der Stelle gibt es eine Easel-Card. Für die Easel-Card. So schaut die aus. So steht sie. Fröhliche Weihnacht überall. Hier oben könntest du natürlich noch viel, viel mehr gestalten. Aber ich dachte erstmal reicht so. Habe ich ein Stück Farbkarton zugeschnitten in 10,5 x 29 cm, gefalzt bei 14,5 und eine Falzlinie angelegt bei 7,25. Dann kann ich das hier hochklappen, das passt wunderbar. Kann hier den Easel, also dieses Aufstellelement, aufkleben. Das machen wir auch gleich. Zwar mit doppelseitigem Abreißklebeband geht das wunderbar. 2 Linien. Dann passt das auch. Und dann können wir schon mal überlegen, wie wir die weitere Gestaltung machen. Auch da gibt es ja immer 1000 Möglichkeiten. Also ich mache das hier unten passend. Halte das gerade hoch und dann liegt das super da oben. So schaut das aus. Auch hier könnte ich jetzt wieder mit Bändchen arbeiten, kann ich aber auch lassen, weil das ist ja diese Zeitsache. Ziehe das hier wunderbar ab und setze das Ganze hier drauf. Ja, wie ist das mit meiner Weihnachtspost? Du kannst diese Karten gewinnen. Also jeder kann eine Karte gewinnen, so ist der Plan. Haben wir hier noch, du siehst schon. Hier stempeln wir fröhliche Weihnachten. Und zwar geht das so, du hast eine Woche nach Erscheinen des Videos Zeit, unter dem Video zu kommentieren und gerätst somit in meinen Lostopf. Dann wird gezogen eine Woche später und du wirst informiert und im Dezember. Sonst gibt es dann die Weihnachtspost für dich. Ich wünsche dir dabei viel Glück. Du hast immerhin 24 Möglichkeiten, also beziehungsweise doch 24 Möglichkeiten zu gewinnen. Wie gesagt, jeder nur eine Karte, aber in den 6 Videos wird so viel verlost. So, das passt auch. Dann wieder Klebstoff drauf, ist klar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir bis zum Schluss immer zeige, wie ich dann hier die Blätter so reinklebe. Oder ob ich mir das auch mal schenke, aber an dieser Stelle zeige ich das, weil wir sind ja noch nicht fertig. Wenn da so ein bisschen ungünstig drauf ist, dann verteilen wir das einfach, bevor wir natürlich nicht über den Rand matzig. Gerade wieder rum. Moment. Was gibt es hier? Einen Stapel
Mikrofaser-Wischtücher, da kann man vieles entfernen für Notfälle. So, was fehlt? Genau, der Stopper. Dann setzen wir hier unten einen Stopper hin. Dazu nehmen wir wieder die Abstandsklebepunkte. 3 Stück auf einem Stern. Das Mögliche geht da. Du hättest den Gruß auch darauf stempeln können. Du kannst auch weiter ausgestalten, weißt ja, Möglichkeiten ohne Ende. Das mache ich, indem ich das da oben hinsetze und dann festhalte und den Stern hier drauf setze. Ja, die restlichen Sterne, bin ehrlich, klebe ich später, weil die Zeit vergeht. Okay, Karte Nummer 2 haben wir fertig. Bauen wir nachher alle nochmal auf. Karte Nummer 3. Da habe ich mir überlegt, warum immer diese normale Form zum Öffnen. Machen wir mal so. Hier ist ein Schleifchen. Hier ist ein Papier drin. Da steht dann der Gruß drauf. Könntest du auch reinkleben. Aber ich wollte das so machen. Also habe ein Fach. So alles ein bisschen verschoben. Das Bändchen hier drunter fixiert. Und zu allem Überfluss auch noch einen Kreis in das Designerpapier gestanzt. Und das machen wir am besten gleich. Hier ist, Moment, nichts weg. Hier ist das Designerpapier. Ich muss mal kurz durchrechnen. Ja, passt noch alles. Hier ist meine kleine Stanzmaschine für den Schreibtisch. Mit der geht alles bis zur Breite von 9 cm. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier schön hinbekommen. Wäre gut gewesen, wenn ich das besser vorbereitet hätte. Wir schauen mal, ob es funktioniert. Da ist meine Stanzform. Hier ist das Element. Hier lege ich auf. Das Ganze ein bisschen mittig. Ein bisschen mittig ist auch schön. Ein bisschen höher. Ich finde immer am mittigsten sieht es aus, wenn es minimal höher liegt. Aber links und rechts sollte es bündig sein. Und dann wird das Kleine hier mal schnell durchgekurbelt. Und auch hier kannst du sehen, diese Klebefolie lässt sich wunderbar stanzen. Und das ist auch ein toller Effekt. Guck, hier schon fertig. Den Kreis kannst du später verbraten, für was auch immer. Alles beiseite. Okay, haben wir das. Jetzt nehmen wir mal unsere Karte. Ich sage dir, wie ich die angefertigt habe. Und zwar ist sie wieder 14,5 mal 29 cm. Und ich habe eine Falzlinie gezogen. Und habe mir das nicht auf den Zettel geschrieben, weil es der falsche, sondern auf diesen, also 14,5 mal 29 cm. Gefalzt habe ich bei 8 cm und bei 19 cm. Und habe die Falzlinie nachgezogen. Und du siehst, die Öffnung ist eben ein Stück weiter drüben, also verschoben. Dann nehmen wir ein Band, das machen wir gleich, weil wir vergessen sowas ja gerne, also ich. Und zwar messe ich mir das so aus, indem ich das hier festhalte, hier rüber, eine Schleife berechne und da bin ich ehrlich immer ein bisschen mehr lieber berechne. Und das muss hier mal ein bisschen kleinen Moment Ordnung reinbringen. Schleifen wir uns hier. Verschleifen ist ja auch ein schönes Wort. So. Weißt ja schon, wie ich das mit den Schleifen gerne mache. Ich nehme mir das doppelseitige Abreißklebeband, lege es mittig an, aber nicht bis ganz an den Rand. Lege mein Papier in mein Schleifenband mittig schon mal in die Karte und schiebe das mir jetzt hier genau drauf. Dann ist das fixiert. Wunderbar. Soweit haben wir das. Das ist die Grundform. Wenn ich das weiß habe, kann ich dann innen zum Beispiel ein Blatt einlegen in Celadon, wo man ja auch wunderbar noch drauf schreiben kann. Und nehme jetzt hier dieses Element und würde das mal ganz schnell so bearbeiten. Das mal embossen. So, hier siehst du, so passt das. Jetzt gucken wir nochmal, ob ich mich auch nicht vermessen habe. Das passt so drauf, oben und unten ist es bündig und hier kann man es ausmitteln. Und in das Element werde ich jetzt schnell einen Spruch reinstempeln und zwar embossen und zwar in dem Fall das vom Himmel hoch. Das legen wir schon mal aufs Embossing-Kissen. Ich lege das hier so auf, lasse das aber noch locker. Schaue, dass ich das da sauber reinbekomme. Ich hoffe, das hat funktioniert.
so fast, sagen wir mal. Schon, wo es zu viel gestempelt ist, dann nehme ich mal ein Löffelchen. Und du kennst das ja schon, es wird hier drauf gestreut, wird abgeklopft, wird geguckt, wie sieht es aus. Geht. Auf der rechten Seite ist ein Stempelabdruck geblieben, also da hat Embossing-Pulver bzw. das Embossing, der Stempel, hat sich ein bisschen abgedrückt. War jetzt eine schwierige Kommunikation. Okay, jetzt wird ganz kurz geföhnt. Moment. Kennst das schon? So, das war mein Moment fürs Chillen. So sieht das aus. Ja, das war es schon wert, würde ich sagen. Und jetzt können wir hier die Folie abziehen und das da schön mittig drauf. Unser Bändchen haben wir ja schon präpariert. Oben und unten passt das. Gerade drauf, ohne Welle. Wo ist die Karte? Hier. Ja, das sieht schicki aus, sage ich dir. Jo, jetzt nehme ich hier auch gleich nochmal doppelseitiges. Jetzt das einmal drüber. Ja, kannst mir ja mal schreiben, wie du das findest mit den Klebebögen. Ob du das eine Erleichterung findest oder sagst, brauche ich nicht, kann ich alles mit Flüssigkleber oder mit was auch immer. Ich meine, Farbkarton müssen wir immer noch kleben, das ist klar. Aber ich persönlich, wie gesagt, habe da meine Freude, weil alles, was ich nicht kleben muss, ich einstreichen muss. Ja. Schau mal, diese Karte, so fertig. Weiteres Element, hier wäre sie nochmal in Farbe, würde ja auch gehen. Ja, das Einlegeblatt kommt später. Habe ich gerade nicht vorbereitet, sehe ich. Nächste Karte ist fertig. Gut. Jetzt geht es weiter. Vom Himmel hoch kommt man beiseite. Und die Karte Nummer. Ja, Moment, ich muss jetzt hier mal meine Zettel schnell sortieren. Wieder da. Karte Nummer 4 ist diese hier und dafür brauchen wir ein Element. Einen Farbkarton habe ich genommen in 14,5 mal 14,5 cm und gefalzt bei 4 cm. Falzlinie umknicken. Und hier brauchen wir wieder ein Band und dieses Band wird diesmal richtig komplett außen drum festgeklebt. Im besten Fall gerade. Hier hat sich es aber gedreht. Wir kriegen das jetzt also besser hin. Und auch hier mache ich die Sache, dass ich praktisch die Schleife drauf blind setze. Nennen wir mal so. Aber wir haben es oben drauf geklebt. Das heißt, ich muss mich mal kurz sortieren. Hier ist die Mattung. Die Mattung ist 3,5 mal 14,5 und hier kommt jetzt das Stück Designerpapier oben drauf. Auch gesehen, ich habe mich da um 1 Millimeter vermessen. Also, was ist das richtige Stück? Also nehmen wir das jetzt. Bleibt ein kleinerer Rand. War wieder vermessen. Kleben wir hier vorne auf die Klappe. Genau. Auch hier nochmal doppelseitiges Abreißklebeband drauf. So. Und das Ganze schön auf die Klappe gesetzt. Die Schleife. Ich würde sagen, ich lege die hinten flach drüber. Und vorne kommt jetzt mein Klebeband, damit das schön flach liegt. Mittig drauf. An die Stelle, wo ich dann den Anhänger setze, kann ich das Ende schieben. Das ist also etwas weiter oben. Ziehe ich mal hier. Das hier mal so bis dahin.
Nicht zu hoch, aber das passt schon. Gucken wir mal, ob das hinten gerade liegt. Und dann das Ganze drauf. So. Da ist die Naht fast. Die nächste Schleife. Jetzt schaue ich mal, was ich noch für Anhänger habe. Ich dachte, ich hätte noch einen hellen, habe ich aber gerade nicht. Ich meine, das finde ich auch witzig. Moment, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das können wir hier reinpacken. Okay, die Schleife kommt da dann gleich hin. Und hier hätten wir jetzt die Möglichkeit für diesen dunkelgrünen mit alle Jahre wieder und embossed. Und ich glaube, das mache ich auch, aber das mache ich nachher, weil ich habe ja schon gezeigt, wie das mit dem Embossen ist. Und hier würde ich eben das Blatt wirklich so zum Rausnehmen machen, also so locker lassen. Hier kommt dann die Schleife drauf. Okay, ich fixiere das jetzt mal nur so theoretisch. Theoretisch heißt, ich drücke es an und es hält nicht. Genau. Das wäre jetzt also die Karte Nummer 4. Und nun arbeiten wir uns noch mit dem letzten Stück, was wir hier haben. Das ist das Element. Moment. Das Feld ist also fertig in Moment. Hier ist der Zettel. In 9,5 mal 13 cm und wir teilen es bei 6,5. Das mache ich mal schnell. Lege ich also so rum ein, teile es bei 6,5 und brauche ein Element für die erste und eins für die zweite Karte. Ich entscheiden, welches wofür. Die erste Karte ist diese hier. Da wird dann hier unten noch ein Gruß hinkommen, ansonsten kann man die so hinstellen, finde ich eigentlich ganz witzig. Ja, und die zweite Karte wird diese Setfold Card. Genau. Also für die erste Karte nehmen wir jetzt das Element mit 6,5, mit 7. Moment, wieder, jetzt wird es eng. Mit 7 cm. Das ist dieses. Das war die Stelle, wo ich heute lange gerechnet habe. Mit 7 cm. Man sollte eigentlich alles machen wie immer. Dafür haben wir dann noch eine Mattung in 7,5 mal 10 cm. Und das Ganze kleben wir dann auf die Easel, das Feld, welches 8 mal 10,5 ist. Das ist die eine Seite. Okay. Und die andere Seite, dafür habe ich eine Auflage in 6 mal 10 cm. Lege ich hier hin. Und jetzt gestalte ich die Kartengrundform. Die ist 14,5 mal 21 cm. Gefalzt habe ich in der Mitte bei 10,5. Und jetzt lege ich mir noch eine Schneidelinie an. Einfach mal probieren das Ganze. Und die brauche ich bei 6,5. Und ich schneide genau bis zur Mitte. 6,5. Schwuppdiwupp, Haken hoch. Passt. Und mit der Schere schneide ich dieses Feld hier ab. Das schmale, das 6,5 Feld. Schneide ich hier ab. So, das haben wir. Ja, kann man machen, ne? So, das bleibt erstmal übrig. Mal schauen. Das lege ich hier hin. Hier brauche ich noch eine mittige Falzlinie. Also lege ich das nochmal rein und falze es. 10,5 sind es bei 5,25. Diesen Easel-Element, dieses kannst du auch anders gestalten. Also musst du nicht zwingend mittig machen. Ich finde es nur so immer am einfachsten. Ja, und dann klebe ich den Easel hier drauf. Also das Feld da drauf. Geht ganz schnell. Unten weißt du ja schon, braucht wieder einen Stopper. Aber jetzt erstmal das Feld. Festhalten und binde ich drauf. Das passt. Auf diese Seite hier drüben kommt das weiße Feld. Auch mal wieder ein bisschen Flüssigkleber. Nicht mehr so schlimm, wenn es jetzt klebt hier, weil gleich fertig. Und ja, dann Hände waschen springen. Vermitteln das, dass das mit der Mattung passt. Und kleben hier drüben die Mattung genauso drauf. Und dann unseren Designer. Ja, also dieses One-Sheet-Wonder, das habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, mal für mich so ausgerechnet. Lässt sich immer wieder neu variieren und das hier ist eben eine neue Form heute.
jedes Feld wieder neu teilen oder 2 Felder zusammennehmen oder wie auch immer. Ich klebe das hier drauf, werde das später stempeln, weil die Länge meines Videos ist immer so eine Sache. Und habe ich ja schon gesagt, nicht, dass danach etwas zusammenbricht. So, mal schnell die Pinzette. Dafür haben wir sie ja schließlich. Ja, nicht an der falschen Stelle ziehen. Ein bisschen habe ich das Gefühl, hier ist nicht gut gerakelt, aber hier funktioniert es doch. Ein Element abziehen und das zweite Element abziehen. So, jetzt ausmitteln und drauf damit. Ja, Ausgestaltung, wie gesagt, später. Hier unten kommt eine Bremse hin. Das wäre dann einer meiner Sterne. Am liebsten natürlich ein goldener. Ich würde hier mal, der ist mir zu groß, so einen kleinen goldenen durchaus setzen. Das mache ich auch noch gleich. Und dann geht es an die letzte von unseren 6 Karten, die wir heute machen, weil die anderen 6 im nächsten Video. Relativ zeitnah. Hier kommt dann die Größe drauf und so sieht die Karte fertig aus. Okay, das ist 7-1 bzw. 5-1 und jetzt kommt noch die letzte Karte. Und da haben wir jetzt schon mal vorbereitet. So soll die Karte aussehen. Hier wird noch später ein Spruch drauf gestempelt. Ich habe eine Grundkarte dafür. Das Designerpapier, was ich verwendet habe, ist ja Garten Eden. Das ist ein Papier, was es dann im Mini-Katalog im neuen ab 2022 gibt, aber jetzt schon, tolle Nachricht, vorab eben auch. Der kann beiseite, der hat hier nichts zu suchen, denke ich. Ich habe zugeschnitten 10,5 mal 29 cm bei 14,5 eine Falzlinie und dann nochmal hier vorne in dem Feld bei 7,25 und so habe ich das Set voll. In der Länge von 29 cm habe ich einen Streifen zugeschnitten, auf 3 cm und genauso gefalzt bei 14,5 und bei 7,25, aber die werden jetzt praktisch gegensätzlich angeklebt. Zwar kommt das dann hier so rum rein. So wird es draufgesetzt und wenn es passt, wäre ja super, dann passt es, genau. Und ich habe mir überlegt, ich klebe das mal drunter und das am Ende drauf und das mache ich jetzt auch. Also hier Klebstoff hin, die Hälfte vom Streifen einkleben, so sieht das aus. Setze das an, schiebe das hier drüben bündig, schaue, dass es da bündig sitzt. Das Element gerade drauf. So eine Sache mit dem gerade bei mir, aber es funktioniert. So. Und schon hast du dieses Set doppelt. Dann kommt der Farbkarton auf die linke Seite, aufgesetzt und das Stück Designerpapier, das letzte, oben drauf. Ja, weitere Ausgestaltung, weißt du ja schon, kommt dann, beziehungsweise ähnlich wie die ersten Karten, mehr oder weniger. Und dann haben wir eigentlich unsere 6 ersten Karten fertig. Ich lege das hier noch auf und dann zeige ich dir nochmal die Karte 1 bis 6. Und zwar von hinten, das ist die Karte 5. Hier gibt es noch Grüße. Karte 5, meine Zettel daran, sonst geht das durcheinander. Aber falsch, das ist die 6. Karte, Karte 6. Das ist die Karte 5. So schaut sie aus. Stelle ich dann gleich hier hin. Dann haben wir die 4. Karte. Das ist diese hier, wo ich das nachher noch fertig klebe. Hier ist mein erstes Muster. Hier hin. 4. Karte. Karte Nummer 3, einmal mit einer weißen Grundkarte, einmal farbig. Karte Nummer 2, eine Easelcard. Seht sie. Und die Karte Nummer 1, der Aufstellkarte. Nachher werde ich noch diese Bling-Punkte setzen, die gibt es auch in diesem Sortiment. Schau da mal am besten nach oder ich verlinke dir das nochmal. Das ist diese Aufstellkarte. Genau. Ja, die Hälfte meiner Karten aus dem One-Sheet-Wonder in 12×12 bis hierher. Und nun kannst du gespannt sein, wie die anderen 6 Karten aus diesem Papier entstehen. Das gibt es im nächsten Video. Ich werde das dann, sobald es steht, hier hinten verlinken und ansonsten warte einfach. Kann nicht lange dauern, weil
Wir haben ja gleich Dezember und im Dezember, gute Nachricht, da gibt es dann, nachdem wir 24 Schachteln für den Adventskalender gebastelt haben, in der Weihnachtspost 24 Karten gebastelt haben. Wenn sie fertig sind, gibt es dann 24 Sterne im Advent. Jeden Tag ein Video, in dem ich Sterne auspacke und für dich eine kreative Idee mit Sternen habe. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Hier geht's gleich weiter mit Anleitung, also bleib dran und sei gespannt. Bis demnächst. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.